Wir werden heute und morgen in der Eurogruppe und im Finanzminister Treffen über verschiedene Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung sprechen. Alle wissen, dass das wirtschaftliche Wachstum sich verlangsamt hat in der Welt, in Europa, auch in Deutschland. Trotzdem bleibt es unverändert ein Wachstum. Was Deutschland betrifft, sogar mit wachsender Beschäftigung, ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb, glaube ich, kann man ganz zuversichtlich nach vorne schauen und muss jetzt das nur als Grundlage für kluge Politik nehmen. Wir werden einen großen Fortschritt machen bei der Diskussion über das Eurozonenbudget. Deutschland und Frankreich haben dort im letzten Jahr einen gemeinsamen Vorschlag entwickelt, den wir jetzt noch einmal präzisiert haben. Und dieser gemeinsame Vorschlag steht heute mit zur Diskussion. Wir glauben, dass er sehr viel Zustimmung kriegen wird und auch diejenigen, die noch viele Fragen haben, am Ende bereit sein werden, auf dieser Basis ein gemeinsames Konzept für ein solches Eurozonenbudget zu entwickeln. Das wäre ein großer Fortschritt für Europa. Mein Ziel ist, dass wir dieses Konzept dann in dem Kreis aller Beteiligten bis zum Sommer fertig haben, damit es dann auch einfließen kann in die Beratung zum mehrjährigen Finanzrahmen für den Haushalt. Ansonsten gibt es weitere Gespräche zur Frage einer Finanztransaktionssteuer. Auch dort sind Deutschland und Frankreich sehr aktiv und haben Vorschläge gemacht. Ich glaube, dass wir es hinbekommen werden, dort weitere Schritte zu erreichen, eine Verständigung zu ermöglichen, die bisher ja jahrelang nicht absehbar war. Jetzt gehe ich davon aus, dass das sich in Sichtweite bewegt. Und im Übrigen diskutieren wir natürlich über den Umgang mit der Besteuerung großer digitaler Unternehmen. Wir sind dabei, Lösungen zu entwickeln auf internationaler Ebene. Dort gibt es Vorschläge, auch von Deutschland und Frankreich vorangetrieben, zu einer Mindestbesteuerung und Diskussionen über ein international verständigtes Konzept zur Besteuerung der Digitalwirtschaft. Gleichzeitig sind wir sicher, dass es notwendig ist, dass Europa zeigt, dass es bereit ist, auch eigenständig zu handeln, wenn das nicht gelingt. Basis dafür ist ein Vorschlag, den ich im Dezember zusammen mit meinem französischen Kollegen gemacht habe und den sich die Kommission jetzt zu eigen gemacht hat. Deutschland wird diesem Vorschlag, den wir ja selbst entwickelt haben, zustimmen, wenn das morgen zur Debatte steht. Wir werden sehen, welchen Konsens wir dort erreichen können. Are you worried that Greece did not complete its prior actions and they are not entitled for the transfer of the emphasis in the S&Ps right now? We are discussing about a lot of reports about the developments in different countries, also about Greece. And anything knows that there is a lot of progress that we can see today. And we will have to find out what will be the stage when we come together in the next hours. But in the end, a lot of progress can already be seen. Sir, do you think there's still time today to salvage the Brexit deal? And if tomorrow the UK Parliament rejects that deal, do you step up no-deal preparations? Anyone in Europe prepared for both a deal with an agreement and a Brexit with an agreement and a Brexit with no deal. So we are in any way prepared, but the better choice would be to have a support from the British Parliament to the agreement that has been found between the British government and the European Commission. Do you think they understand what's at stake, the UK lawmakers? Because over the weekend, they almost shifted the blame to Europe. They said it's your problem, you're not helping us, this is why we can't vote this deal. Do you think there's something that's getting lost in translation? I'm absolutely sure that there is a lot of work in the agreement that has been reached. And it is a great success that we got there. And in the end, I think it is something that could be accepted. If you look at the front pages of the newspapers all over in Europe, you will find that the questions are not that much focused on the Brexit. Many people think that there is a decision by the British people that we will have to accept, and this is the basis for the agreement that has been already found. And no one in Europe is thinking what I believe some people in the United Kingdom are bothering about, that they are willing to keep the United Kingdom in something of a union against the will of the British Parliament or the people. So many of the problems are something
in the mind of people, but not in the reality. If you just look at the agreements and the ideas of the people in the European Union and the governments, you will see anyone is ready for having a fair agreement, and this is on the table. Herr Minister, muss sich die EU Gedanken über ihr Anti-Geldwäschesystem machen, nach den ganzen Enthüllungen über Geldwäsche im Finanzsystem? Wir brauchen ständige Fortschritte zur Bekämpfung von Geldwäsche. Deshalb ist das notwendig, dass wir uns auch ständig darüber verständigen, wie wir da vorankommen. Und im Übrigen ist das auch eine Aufgabe der Mitgliedstaaten, dass sie ihre jeweiligen Hausaufgaben machen und dazu beitragen, dass wir in der Lage sind, Geldwäschestrukturen aufzudecken und wirksam zu bekämpfen. Vielen Dank. Über die Fusion von Deutscher Bank und März Bank. Ist das sinnvoll für Deutschland? Es gibt Beratungen über die Situation, wie sie ist. Die Bundesregierung ist ein fairer Begleiter von privatwirtschaftlichen Diskussionen, aber mehr gibt es dazu gegenwärtig nicht zu sagen. Vielen Dank. Okay.